vor der Kirche. Was geht ab, Leute? Back in the Hood, back am Start. Wir sind wieder draußen unterwegs und so wie ich aussehe, dürft ihr dreimal raten, wo wir hingehen. Richtig, erstmal besuchen wir meinen Homie Hamoudi und gehen zum Friseur. Das war mein erster Friseur hier in Berlin. Wir waren letztes Mal bei einem anderen, aber der war ein paar Wochen nicht am Start und jetzt ist er back. Was ich am Start habe, sind die Secrets, denn ich kann euch eins sagen, die Brasilianer, die schlagen wir dieses Jahr mit ihren eigenen Waffen. Guarana Zero ist für mich, Real Talk, das beste Zero-Getränk, was es überhaupt gibt. Also tatsächlich auch über Coke Zero bei mir. Habe ich in Brasilien damals entdeckt. Ich sag mal Stößchen. Jetzt steht den Olympia-Platzierungen dieses Jahr nichts im Wege. Ich würde sagen, wir schauen rein bei Hamoudi und dann gibt es später noch eine ganz spezielle Aufgabe. Da freue ich mich heute auch drauf, dieses Piece abzuholen. Es wird ein einmaliges Schmuckstück. Ich bin ja nicht so einer, der jetzt viel Schmuck trägt oder so. Keine Ringe, keine Ketten und sonst was, aber eine goldene Königskette. Ich habe mir eine... Nee, es geht vielmehr um den symbolischen Wert und um das Emotionale, was da eingearbeitet wurde. Was das Ganze ist, seht ihr später im Video. Was aber auch wichtig ist, abonniert jetzt mal den Kanal, denn einige von euch, die die Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Und schaut auch gern bei Alice Ehrenfrau, den Zweitkanal, vorbei, wo ich auf jeden Fall Zweitkanal-Videos wie Reactions und so weiter raushau. Hier hätte ich mir früher eine Pfeife gezogen zu den Good Old Shisha Times, aber da ist am Start. Oh. Wie geht's, Mutti? Alles klar? Hamoudi am Start. Ich überrumpel dich heute einfach. Ja, alles gut. Ich wollte nicht Bescheid geben, sonst hätte er sich aufgestylt und Bruder, heute dicker Support hier an meinen Bre. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Bisschen am Start. Ja, das wird wahrscheinlich einer der letzten Schnitte. Wieso? Weil USA dann ruft. Ich küsse dein Herz. Der Bre macht hier die Seiten Kommt fit. alle vorbei. Aber kommt nicht zu viel vorbei, sonst kriege ich keinen Termin mehr, Alter. Der ist jetzt schon immer ausgebucht. Den besten Schnitt kriegt ihr in der Hood. Merkt euch das. Geht nicht irgendwo an Kudamm oder geht nicht irgendwo an die ganzen schicken Orte zum Schneiden. Die beherrschen ihre Handwerkskunst. Das sieht aus wie geleckt. Deswegen, ich hab schon mies Paranoia in die USA zu gehen. Und da jemanden zu finden, der den Skills von Hamoudi hier ebenbürtig werden kann. So wie immer, Hamoudi? Ja, Mann. Das ist auch immer die Frage. Ich kriege auf Insta oft die Nachricht so, was sagst du deinem Friseur? Wie soll der schneiden? Ich sag Hamoudi, Bruder, wie immer. So wie immer. Kennst du Edgar? Ja, den Edgar-Schnitt, ich hab schon gehört. Ich möchte einmal den Edgar. Nein, du kriegst den Pumperschnitt. Ja, Mann, der sagt immer Pumperschnitt. Samstags beim Barber. Ja, jedenfalls hat sich dann schnell herausgestellt, dass er Friseur ist. Und dann hat er gesagt, komm zu mir vorbei. Ich dachte so, so fetter Friseursalon oder irgendwie so. Haben wir einfach, das war, kann man ja jetzt sagen, das war während Corona-Zeit. Einfach bei ihm unten im Keller geschnitten, Alter. Und das ist so, wo ich direkt gemerkt habe, der Junge, der ist clever und der weiß, wie es läuft. Und dann haben wir einfach da angefangen und dann hat sich das weiter ausgebaut. Von dem Fisch musste ich den Kühlschrank auch in den 3. Stock tragen, Alter. 4. Ja, 4. Das vergesse ich nie. Der so, ja Bro, kommst du vorbei, Umzug, bisschen helfen. Ich dachte so, safe, Mann, ich kenne das selber. Wenn man keine Hilfe hat beim Umzug, übel lästig. Dann dachte ich schon aber so, ja, alle schweren Sachen stehen schon drin oder gibt's Aufzug? Junge, dann musste ich mir den Kühlschrank packen und in deinen 4. Stock hochtragen, Alter. Zaubert der da wieder. Anderer Mensch danach. Hamoudi ist Maschine. Der ist Picasso an dieser Schere. Voilà. Görüşürüz abi. Hadi Allah'a emanet. Kamil abi parlamentin nerede ya?
Hammer. Oh, ich liebe es. Ich hoffe, du bist zufrieden, Bruder, jetzt. Jetzt geht's ab zum Juwelier tatsächlich. Zum Juwelier. Also heute volles Programm. Heute Endlich beschenkst du mich. G steht für gönnen. Stay hydrated, boy. Danke, Bruder. Ja, noch ein kühles Getränk. Ich trinke zurzeit recht viel Zero-Getränke, aber meine Verdauung ist dadurch jetzt nicht wirklich beeinträchtigt. Von dem her muss man das selbst immer ein bisschen steuern. Guarana ist zwar das Geilste, aber so eine kühle Coke aus der Dose macht man auch nichts falsch mit. Herzlich willkommen. Alles klar, hey. Zu sehen. Alles okay? Ja, bestens, Junge. Sehr, sehr schön euch zu sehen. Herzlich willkommen. Jawohl. George am Start. Ja, nee, Ja, sieht ja. gut aus, Mann. Danke sehr. Herzlich Der willkommen. Homeboy Hatay, Juwelier hier in Berlin. Beste Adresse für Schmuck und der hat für mich ein Ding zusammengestellt. Ich habe den Leuten schon so ein bisschen Preview gegeben, aber was es genau ist, das Und werden wir jetzt in sehen. 2 Minuten werden wir es genau sehen. Ja. Ich wollte noch fragen, ob ihr was trinken wollt. Danke, Tee, ich Kaffee, bin bedient. Wasser? Alles gut. Sicher. Willst du was? Wir haben alles. Während wir hier auf das fertige Produkt warten, was Georgie, der Bre, uns gleich hier nach vorne bringt, kann ich euch die Story davon oder darüber erzählen. Und zwar ist der Freund meiner Mom, also mein Stiefdad, ist Jäger. Und die waren auf der Jagd und haben einen Bären gefangen. Und der hat mir einfach die Bärenkralle mitgebracht als Geschenk und hat gesagt, hier, das ist ein Geschenk von mir. Und ich dachte mir, ja gut, was soll ich jetzt mit der Bärenkralle machen? Dann war ich in Berlin, habe über Freunde den Georgie kennengelernt, also ganz spontan eigentlich und wie der Zufall im Leben so will. Und dann hat sich herausgestellt, der hat einen Juweliershop, hier Hatay Juwelier. Und dann habe ich den gefragt, hey, können wir mit der Bärenkralle irgendwas anfangen? Können wir da irgendwas Cooles draus machen? Na, dann haben wir hier eine Stunde lang gebrainstormt. Und ich wollte immer schon so einen Talisman haben für mich, so einen Glücksbringer, so jetzt auch für Olympia und sowas, so einfach ein Wegbegleiter, der mir immer so Kraft schenkt und Glück bringt. Und dann hat er ja was draus gezaubert, was glaube ich sehr, sehr geil ist und da haben wir gerade auch schon geredet, das hat definitiv einen extremen emotionalen Wert für mich und das werde ich auf jeden Fall immer eng bei mir tragen und gerade auch bei Events wird das mich auf jeden Fall mit Glück und mit ja, guten Vibes versorgen. Also das ist die Story dahinter, dass ihr auch Bescheid wisst und ich glaube, das ist ein ganz, ganz geiles Piece geworden. Er hat mich immer wieder mit so Häppchen, muss man sagen, auf WhatsApp so, wie sage ich, getriggert und mir so den Weg, weil er persönlich war mir auch wichtig, also das Handmade bei Georgie, das verbinde ich natürlich dann auch so mit der Freundschaft und wird auf jeden Fall ein geiles Ding werden. Danke sehr für dein Vertrauen Ja, und Mann. dann schreiten wir jetzt zur Tat. Ja, Mann. Bruder, guckt euch das an. Krass. Richtig krass. Mit der 1998 meinem Geburtsjahr hier drin. Boah, Klang, erklär mal, was Alles in Gelbgold gearbeitet. Wir hatten die Bärenkralle, die Urs mir gebracht hat. Ja, Dafür haben wir diese Kappe angefertigt, die Fassung, passt genau für die Kralle. Obendrauf erhaben, auch in Gelbgold die Buchstaben. Haben mit matten Buchstaben und einer glänzenden Fassung gearbeitet, um so einen kleinen Kontrast zu bekommen. Dazu haben wir auch nochmal in Gelbgold eine vollmassive Kordelkette. So. Junge. Junge, So sieht das ganze Piece dann aus. 20. Ja, ganz kleinen Moment, mein lieber Freund. Bruder. Schau, wie krank kommt das Ding denn bitte? Niemals. Alles zu deiner Küsst Zufriedenheit. dein Herz, ey, Danke krass. für dein Vertrauen, mein Freund. Richtig krass hier. 1989, 98.
das Jahr, wo Legenden geboren sind, Alter. Das hier könnte man immer raus und rein machen. Den Anhänger Ja. aus der Kette, der geht rein und raus. Ja, genau. Die Kette kannst du... Dass man theoretisch nur auf die Kette... Genau, Weiß ich richtig, mal. richtig, richtig. Cool. Das war die Sache. Ja, genau. Das Ding hat schon eine gewisse Ja. Größe. Ist natürlich ein wunderschöner Anhänger, trotzdem Alltagstauglichkeit, ne? Ja. Muss man auch kicken. Nicht, dass wenn du dich irgendwie falsch bewegst, die Kralle reinrammst. Ja, oder so. gerade so. Aber ich trage sowas eh noch zu. Ich Also, verstehe. Und du spürst die Power direkt, ne? Man sieht es auch. Das Ja, Strahlen das ist in deinen Augen, Bruder. Das der ist ja Bär ist jetzt vollkommen. So. Jawohl. Das war das Stück, was wir gekürzt hatten, wo ich, wie gesagt, ganz interessant, einfach mal so den Querschnitt von dieser Bärenkralle nochmal zu sehen. Ja. Wie quasi so das Innenleben davon ist. Damit es dann auch genau von der Länge alles so ist, wie du das gerne haben magst. Ich danke dir sehr ja. und wir sehen uns Bro, abends. 2.10. Bis dann. Jawohl, ich freue mich sehr. Lieber Freund, danke dir auch für deine Mühe. Alles Gute euch. Ja? Geile Arbeit. Wiedersehen. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Super. Stellt euch vor, damit wir wissen, was abgeht hier. Weißt du, Ja. einfach nur rein und nix, weißt du, Alter. Da macht man sich ein bisschen Sorgen, ja? Fühlt euch wohl und ein schönes Wochenende, ja? Man sieht, pass auf ihn auf, ja? Alles klar. Jetzt wart ihr, meine Community auch, das allererste Mal, wo ich mir einen Schmuck in meinem Leben gekauft habe, mit dabei. Wenn es wieder eine Olympia-Press-Conference gibt, wo ich mit am Start bin, dürft ihr dreimal raten, wer damit dort aufmarschieren wird. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Mein Brain ist auf jeden Fall auf Kohlenhydratentzug und ich brauche jetzt das Pre-Workout-Meal und dann wird sich der Grizzly Punch ins System gepuncht. Wir sehen uns daheim zum Meal und dann auf dem Weg ins Gym. Das Meal wurde verhaftet. Der Shaker steht bereit, 6 Wochen vor dem Olympia. Da muss das Beintraining knallen, um das Ganze abzugraden. Haben wir noch die ältere Version und die neue Version vom Grizzly Punch. Und ich denke mir jetzt einfach mal, Schwabe wie ich bin, müssen noch eine Resteverwertung machen. Deswegen haben wir hier noch eine Portion. Du kombinierst einfach. Ja. Jetzt habe ich mir über eine Dosis hier reingescheppert. Das Ganze wird natürlich der Crank Olympia und wird zum Olympia dann spätestens natürlich released, aber wir arbeiten mit Hochdruck dann, dass das Ganze schon vorher passiert. Ich hoffe um die ESN Days rum und in diesem Sinne lasst euch da überraschen. Sagen wir reden nicht mehr viel. Ich gehe in meinen Fokus, ab in den Bunker und dann werden Beine geschlachtet. Monaco-Style. Ich habe vorhin schon so ein paar Leuten geschrieben, hey, seid ihr da, könnt ihr helfen? Von allen kam die Absage, hatten alle keinen Bock, aber aufs Inventar ist Verlass hier. Wir haben nur ein fucking Problem. Irgendjemand hat den Gym-Pin verlegt und jetzt müsst ihr improvisieren. Wir haben Full Stack und 220er drauf, also ja, das Ding muss jetzt irgendwie zusammenhalten, aber der Boy wird die Sache hinten schon irgendwie regeln und wir arbeiten uns hier vorne durch. Okay. Jetzt kommen wir zur ersten Quadrizepsübung. Und zwar wieder ein J-Secret sozusagen. Habe ich mit Stefan aber auch mal gemacht. Und zwar machen wir 45 Grad Beinpresse. Ich muss sagen, habe ich in dieser Vorbereitung so ein bisschen für mich als Game Changer, würden jetzt die Leute sagen, herausgefunden. Achtet mal darauf, wie tief man da in der Range of Motion gehen kann und wie viel Knieflexion ihr da kriegt. Also je tiefer ihr geht, desto mehr Reiz auf dem Bein. Und wer das Video mit Jay gesehen hat bei der Beinpresse, der weiß, was tief ist und man Muskelkater
Auch nach der letzten Session war höllisch. Ich mache die Hackenschmidt gerade aktuell nicht da hinten, weil die schmiert absolut beschissen, die läuft kacke und da tut mir immer das Knie weh danach. Deswegen mache ich eine Beinpresse, Pendulum-Squats, Split-Squats und Beinstrecker heute. Also wird eine üble Nummer. Mal was anderes. 6 Wochen vor der Show. Jetzt bei so wenig Körperfettanteil wird das Gelenk natürlich auch trockener und hat nicht so viel Wasser in der Offseason wie in der Offseason. Deswegen gerade bei Beine, die bei mir wie ihr wisst wachsen wie Unkraut, hat gesagt, achte ich eben auf sehr, sehr, sehr gute Ausführung, ganz penibel und gutes Warm-up, weil das ist auf jeden Fall was, wo ich es mir nicht verspielen will. Ich mache auch lieber ein paar Wiederholungen mehr. Da müsste auch irgendwo ein bisschen clever sein. So, Beinpresse arbeite ich mich ganz langsam hoch. Ich habe jetzt im ersten Satz 20 Wiederholungen gemacht. Zu 15, 10, 5 und dann mache ich meinen Topsatz. Wichtig auch, ich ziehe mir die Kniebandagen an, um einfach dem Knie Wärme zu geben. So bin ich dann optimal für die schweren Sätze vorbereitet. Working set. Okay. Wo bist du denn? Ah, ja, genau so. Leute, ich hab keine Angst. Hattest ein bisschen Schiss, hä? Oh, ne, passt. Ist ein bisschen zu viel gelaufen, aber war okay. Ja? Ja, genau, das sind die Sätze, die bringen einfach was. Und genau das hier, das bringt Beine zum Wachsen. Wenn die fucking Wade auf dem Beuger aufsitzt. Hört mir genauso. Da ist es auch nicht cool, wenn man sagt, ich mache 600 Kilo Beinpresse, aber die Stelzen wachsen trotzdem nicht. Glaubt mir, macht die richtig tief, soweit eure Mobilität zulässt. Dann wachsen die Dinger wie Scheiße. Ah, fuck. Der war's. Die ist eklig. Ja, ich mache nur 20 Kilo, das reicht ja. Die ist echt, also wenn die mit 100 Kilo packt auf Wiederholung,
Er kriegt von mir ein signiertes Shirt. Die Maschine, muss ich sagen, habe ich die Prep für mich entdeckt. Ihr braucht nicht so viel Load, fühlt sich sackschwer an. Man kann gut ins Versagen gehen und dann ja, auch wieder tief in die Knieflexion. Stand mache ich hier ein bisschen enger. Ein bisschen enger, das ist nicht so, aber auch nicht so breit wie jetzt gerade. Aber bei der Beinpresse, wenn man es so breit macht wie ich gerade, geht es auf 4 auf dem Adduktor. Die wollte ich auch zum Wachsen bringen. Ob mir das gelungen ist, werden wir on Stage sehen. Aber genau, hier jetzt so, ich halte die Fresse. Fuck. Oh. Wenn nicht mehr geht, ziehst du die eine hier runter. Okay. Machen wir weiter. Puh. Okay, jetzt hier runter. Bisschen mehr. Okay. Okay, lass. Oh, fuck. Oh. Okay. Junge. Alter. Alles gut bei dir? Alles wunderbar. Deswegen habe ich gesagt, lass, da ging nichts mehr. Alter. Die Jungs kennen es schon hier, Alter. Klar, das Ding killt einen jedes Mal, dann machst du gefühlt 10 Kilo drauf oder bei den 50 und das Ding knockt dich einmal aus. Ja, das holt dein Ego wieder zurück aufs Boden. Ja. Fuck. Scheiß Bank auf den Fuß gefallen. Sehr, sehr, sehr asoziale, schöne Übung, die jetzt nochmal schön jedes Bein einzeln beansprucht. So kann man Disbalance im Bein ausgleichen, so kann man Stabilität, intramuskuläre Koordination nochmal fördern.
Und hier hast du auch eben durch den Knievorschub auch so brutalen Reiz auf dem Quad und Gluteus. Mache ich sehr, sehr gern. Auch für alle, die mit ihrem Knie aufpassen müssen, ist das heute das perfekte Beintraining eigentlich. Könnt ihr genauso nachmachen. Wichtig, genau mit der Technik und am besten auch genau mit der Intensität. Und dann wachsen auch so die Beine garantiert. Deswegen hier gar nicht viel schnacken, einfach durchbolzen. So ordentlich Blut im Quad. Dann war gerade kurz vor 11:30 bei mir, was oben rauskommt. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich die Übung Beinbeuger, die ich eigentlich am Ende gemacht habe, jetzt. Und Supersätze dann danach Beinstrecker mit Glute Ham Raises. Und mache dann ganz am Ende, wie am Beintag, immer mein nicht ganz so schweres Adduktorentraining, aber auf mehr Wiederholung, weil die jetzt schon ordentlich vorermüdet sind. Das ist immer richtig cool. Also ist der Plan. Lasst ihn uns exekutieren.
Macht so Bock, ich schwör. Ah, geil. Glutham Race. Ein Secret des Bären. Ein Muss für alle Wettkampfsportler. Gerade in der Classic. Wenn ihr euch umdreht, die Rückenpose einnimmt und dann hier so nach außen dreht und dann hier aufmacht. Ich denke jedes Mal bei jeder Wiederholung genau an die Bewegung auf der Bühne. Ihr squeezed den Arsch zusammen und die geht genau hier, no homo das Ganze, auf den Übergang zwischen Arsch und Beinbeuger und halt ordentlich auf den Beinbeuger und Arsch auch. Aber dann steuere ich das so geisteskrank an. Ist mega, mega gute Übung. Also macht die entweder am Anfang oder am Ende. Wir haben es dementsprechend jetzt am Ende gemacht. Jetzt waren ein Adduktoren und dann ist es ziemlich gute Nacht. Viele sind ja in diesem Adduktoren als erste Übung Top- und Backaufsatzprinzip gefangen, mache ich auch einmal die Woche. Ist auch gut, aber was auch geisteskrank zwirbelt, ist, wenn man leicht anfängt. Jetzt habe ich gerade über 20 Wiederholungen gemacht und das am Ende vom Beintraining, weil jetzt ist der ganze Beinmuskel schon so vorermüdet, voll mit Blut. Du kannst es so geil ansteuern und bei vielen, auch bei mir, hat es an der Ansteuerung der Adduktoren gescheitert und nicht an der Kraft oder so. Bei Full Stack mache ich da auch mit Gewicht noch dran gehangen. Aber hier nochmal wirklich Augen zumachen. Da seht ihr immer, dass ich maximale Ansteuerung versuche. Und dann mit dem Gewicht jetzt hocharbeiten. 3 bis 4 Sätze. Und gut ausbelasten. Ich kann es auf 60 stecken. Okay. Ja. Boom! Das letzte Beintraining aus Berlin, das vorletzte aus Deutschland, bevor es dann heißt Hello USA, wo ihr auf jeden Fall für den Ehrensupport, den ihr uns gibt, aktuell feinsten Content kriegen werdet. Also USA wird noch mal einer draufgesetzt. Ihr kriegt das Ende der Olympia Prep in vollsten Zügen zu genießen, geilen Bodybuilding-Content. Fürs mit Freunden im Bett kuscheln, fürs morgendliche Cardio, für die Meals. Jungs, Mädels, ihr seid für alles versorgt. Wenn ihr euch auch noch versorgen müsst, macht's mit Polacco bei esen.com und mit Alice bei More. Und ansonsten gibt's noch coole Jacke, das ist meine by the way. Ansonsten gibt's noch einiges im Shop zu erwerben und direkter Support bei Miracle Wear. Ist hier an der Stelle auch eingeblendet, könnt ihr abchecken. Und dann da auf jeden Fall die Pump-Covers, Kopfkissen und was wir noch alles Schönes im Shop haben, safen. Alice kriegt das letzte Wort für heute, ich bin raus. Fix und fertig. Ich will nicht das letzte Wort. Du hast immer das letzte Wort und jetzt tust du einmal so, als hätte ich das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ha? Ich hab's nur gut gemeint. Sieht dich auch, Schatz. Wie lief's Beintraining?
Sehr gut. Ich mache aktuell 3-mal die Woche Beine. Ich dachte 7-mal. Der Running Gag unter uns. Was machst du in der Woche Beine? 0-mal. Das war mein letztes Wort. Aber Alices Beine sind voll. Alice beugt mehr als ich. Ja. Ist ja auch keine Kunst. Oh, Shots fired. Machen wir lieber die Cameras.